Du liebst deinen Hund, das weiß ich. Du gibst ihm das beste Futter, du gehst täglich mit ihm spazieren, du kuschelst mit ihm auf dem Sofa und trotzdem könnte es sein, dass du ihm jeden Tag, ohne es zu wissen, schadest. Nicht aus Böswilligkeit, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil niemand uns beigebracht hat, wie ein Hund wirklich denkt, fühlt und die Welt erlebt. Heute zeige ich dir 6 alltägliche Dinge, die deinen Hund heimlich belasten, und manche davon werden dich überraschen. Das letzte auf der Liste ist das, worüber am wenigsten gesprochen wird. Bleib also bis zum Ende. Stell dir vor, jemand, den du nicht besonders gut kennst, kommt plötzlich auf dich zu, legt beide Arme um dich und drückt dich fest. Du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht fliehen. Genau das erlebt dein Hund, wenn du ihn umarmst. Wir Menschen denken, er liebt Umarmungen, er bleibt doch ruhig dabei. Aber Ruhe bedeutet bei Hunden nicht Wohlbefinden. Sie bedeutet oft Erstarrung. Eine Studie der University of British Columbia, bei der über 250 Fotos von Menschen mit ihren Hunden analysiert wurden, zeigte, in mehr als 81% der Fälle zeigten die Hunde deutliche Stresssignale. Abgewandter Blick, angelegte Ohren, Gähnen, Lippenlecken. Aus der Sicht deines Hundes bist du nicht jemand, der Zuneigung zeigt. Du bist jemand, der seinen Fluchtweg blockiert. Was du stattdessen tun kannst: Knie dich neben ihn, lass ihn zu dir kommen. Streichle ihn sanft an der Brust oder am Kinn. Bereiche, die Hunde als angenehm empfinden. Er wird es dir danken. Aber ich lese doch immer, dass Augenkontakt die Bindung stärkt. Ja, das stimmt. Aber es kommt darauf an, wie du es machst. Ein langer, direkter, unerbittlicher Blick in die Augen eines Hundes ist in der Hundesprache eine Herausforderung, ein Dominanzritual, eine Drohung. Das berühmte Experiment von Takefumi Nagasawa und seinem Team an der Asabu-Universität in Japan zeigte zwar, dass gegenseitiger Blickkontakt Oxytocin, das Bindungshormon, bei Mensch und Hund erhöht. Aber der entscheidende Faktor war, der Hund hat den Kontakt selbst initiiert. Wenn du deinen Hund anstarrst, ohne dass er diesen Kontakt gesucht hat, löst das in vielen Hunden leichten bis mittleren Stress aus. Besonders bei unsicheren oder sensiblen Tieren. Was du stattdessen tun kannst: Lass deinen Blick weich werden, blinzel langsam, schau kurz weg. Das ist in der Hundesprache ein Friedenszeichen. Ein Signal, das sagt, ich bin kein Feind, ich bin sicher. Wenn dieser Kanal dir heute schon etwas Neues über deinen Hund gezeigt hat, drück den Like-Button. Es hilft mir, mehr solche Inhalte zu machen. Und abonniere den Kanal, wenn du deinen Hund wirklich verstehen möchtest. Dein Hund hat etwas zerstört. Du kommst nach dir durch Hause, siehst das Chaos und sagst mit strenger Stimme: Pfui, das war böse. Er kneift die Ohren ein, er duckt sich, er schaut schuldbewusst. Du denkst, er weiß, was er getan hat. Aber das stimmt nicht. Das Journal of Veterinary Behavior veröffentlichte eine Studie, in der Hunde unabhängig davon, ob sie tatsächlich etwas angestellt hatten, das sogenannte schuldbewusste Gesicht zeigten, sobald ihr Besitzer einen tadelnden Ton anschlug. Was du als Schuldbewusstsein interpretierst, ist in Wirklichkeit eine Beschwichtigungsgeste. Dein Hund liest deinen Körper, deine Stimme, deine Energie und reagiert darauf, nicht auf eine Erinnerung an eine Tat von vor 2 Stunden. Das Erschreckende daran: Dein Hund versteht nicht, warum er bestraft wird. Er versteht nur, dass du, sein sicherer Hafen, plötzlich bedrohlich bist. Was du stattdessen tun kannst: Reagiere nur im Moment des Geschehens. Lenke ihn um. Zeige, was erwünscht ist. Und wenn du nach Hause kommst und etwas vorgefunden hast, atme durch. Die Gelegenheit zur Korrektur ist vorbei. Jetzt zählt nur deine Reaktion. Hunde hören 4-mal weiter als Menschen. Ihr Frequenzbereich reicht bis zu 65.000 Hertz. Wir nehmen nur bis zu 20.000 wahr. Das bedeutet, was für dich normale Hintergrundgeräusche sind: Fernseher, Staubsauger, laute Musik, ständige Benachrichtigungen vom Handy, ist für deinen Hund ein konstanter, überwältigender Klangteppich. Studien der Cornell University zur akustischen Stressbelastung bei Hunden in städtischen Haushalten zeigen, dass chronischer Lärm den Cortisolspiegel, das Stresshormon, bei Hunden dauerhaft erhöht.
Das äußert sich in übermäßigem Bellen, Zerstörungsverhalten, Schlafproblemen oder sozialer Rückzug. Dein Hund sagt dir nicht, es ist mir zu laut. Er zeigt es dir, aber wir hören nicht hin. Was du stattdessen tun kannst: Schaffe deinem Hund täglich 1 Stunde akustische Ruhe. Kein Fernseher, keine Musik, nur Stille. Du wirst staunen, wie er sich entspannt. Wenn du merkst, dass dein Hund manchmal Verhaltensweisen zeigt, die du dir nicht erklären konntest, vielleicht liegt die Antwort in einem dieser Punkte. Teile dieses Video mit jemandem, der einen Hund hat. Es könnte sein Leben verändern. Du gehst spazieren. Dein Hund bleibt alle 2 Meter stehen und schnüffelt. Du ziehst an der Leine. Komm schon, wir müssen weiter. Damit nimmst du ihm buchstäblich seine wichtigste Sprache weg. Der Geruchssinn eines Hundes ist zwischen 10.000 und 100.000 Mal feiner als unserer. Für deinen Hund ist das Schnüffeln keine Ablenkung. Es ist seine Art, die Welt zu lesen. Wer war hier? Wann? In welchem emotionalen Zustand? Ist Gefahr in der Nähe? Alexandra Horowitz, Kognitionswissenschaftlerin an der Columbia University und Autorin von Being a Dog, beschreibt es so: Ein Spaziergang ohne Schnüffeln ist für einen Hund wie ein Buchlesen, bei dem man aber keine einzige Seite aufschlagen darf. Und Forschungen zur mentalen Erschöpfung bei Hunden zeigen, 20 Minuten freies Schnüffeln ermüdet einen Hund mental mehr und macht ihn entspannter als 1 Stunde Laufen an straffer Leine. Was du stattdessen tun kannst: Gib deinem Hund auf jedem Spaziergang mindestens 10 bis 15 Minuten freies Schnüffeln. Keine Eile, kein Ziehen. Lass ihn lesen. Es ist seine Zeitung, sein Internet, seine Welt. Das ist der schwierigste Punkt. Und ich sage ihn mit viel Mitgefühl, weil ich weiß, wie sehr du deinen Hund liebst. Wir streicheln, wann wir Lust haben. Wir spielen, wann wir Zeit haben. Wir nehmen ihn hoch, wenn wir ihn vermissen. Wir schicken ihn weg, wenn wir beschäftigt sind. Für uns ist das normal. Für deinen Hund ist es verwirrend und manchmal belastend. Hunde sind soziale Wesen, die auf Vorhersehbarkeit und Konsistenz angewiesen sind. Ihr Nervensystem reguliert sich über Routine und verlässliche Reaktionen. Wenn du unvorhersehbar bist, mal liebevoll, mal distanziert, mal laut, mal still, arbeitet dein Hund ständig daran, dich zu lesen und sich anzupassen. Das kostet ihn Energie und Sicherheit. Dr. John Bradshaw, Anthrozoologieforscher an der Universität Bristol und Autor von Dog Sense, schreibt: Hunde brauchen keinen perfekten Menschen. Sie brauchen einen berechenbaren Menschen. Was du stattdessen tun kannst: Baue kleine, tägliche Rituale ein. Jeden Morgen 2 Minuten ruhige Begrüßung. Jeden Abend 5 Minuten gemeinsames Runterkommen. Nicht viel, aber konsistent. Dein Hund wird beginnen, die Welt als sicherer zu empfinden, weil du sicher bist. Für die meisten Menschen auf dieser Welt bist du eine von Milliarden. Jemand im Strom des Alltags. Für deinen Hund bist du alles. Du bist sein Morgen, sein Abend, sein sicherer Ort, seine einzige Welt. Er hat keine andere Familie, keinen anderen Freund, kein anderes Zuhause als dich. Und das Schönste daran: Du musst kein perfekter Besitzer sein. Du musst nur ein Bewusster sein. Diese 6 Dinge, sie sind keine Vorwürfe. Sie sind Einladungen. Einladungen, die Sprache deines Hundes ein bisschen besser zu verstehen. Wenn dich dieses Video berührt hat, abonniere den Kanal. Nicht für mich, für deinen Hund. Damit er den Menschen bekommt, den er verdient. Ich sehe dich im nächsten Video.